Willkommen zur Zeitreise zum Einschlafen. Atme tief ein, langsam wieder aus. Stell dir vor, du stehst in der Stille einer anderen Zeit. Kein Strom, kein Lärm, kein Druck, nur das leise Atmen einer Welt aus Staub, Leder und Feuer. Heute reisen wir weit zurück, weit hinter die Jahrhunderte, in das Herz des Römischen Reiches. In ein Lager, das nach Sand, Öl und Metall riecht. Dorthin, wo Disziplin ein Gesetz war, wo der Tag im Gleichschritt begann und im Flackern eines Lagerfeuers endete. Schließe langsam die Augen und geh mit mir zurück in das Leben eines römischen Legionärs. Stell dir vor, du öffnest deine Augen, nicht in einem weichen Bett, sondern auf einer harten, kratzigen Pritsche. Aus einfachem Holz. Über dir hängt ein grobes Leinentuch, gespannt über 2 schmale Balken. Als Dach deines Zeltes. Die Luft ist kühl, trocken und riecht nach Staub, nach Öl und nach einem Hauch von metallischem Eisen, der von den Rüstungen neben dir ausgeht. Die Nacht ist noch dunkel, aber du hörst bereits Schritte draußen. Leise, doch bestimmt. Ein Rhythmus, der dich jeden Morgen erwartet, ob du bereit bist oder nicht. Langsam richtest du dich auf. Deine Gelenke knacken. Dein Rücken fühlt sich steif an. Vom gestrigen Marsch, von den Kilometern, die du mit voller Ausrüstung zurückgelegt hast. Du atmest tief. Der Geruch der Nacht liegt schwer im Zelt. Ein schwacher Wind bewegt das Tuch über dir und lässt ein trockenes Rascheln entstehen, wie das Flüstern einer alten Geschichte. In der Ecke des Zeltes liegt deine Rüstung, die Lorica segmentata, sauber poliert, doch vom Sand der Straße gezeichnet. Daneben dein Schild, dein Scutum, breit, massiv, schwer, mit Narben vergangener Übungen. Der Gladius, das kurze, gefährliche Schwert, liegt sorgfältig eingehüllt neben einem Paar Sandalen, deren Lederriemen vom täglichen Marsch abgenutzt sind. Draußen erklingt das erste Hornsignal. Ein tiefer, dunkler Ton, der durch die Stille schneidet. Wie ein Messer durch Stoff. Ein Ruf, den du nicht ignorieren darfst. Die Kälte des Morgens kriecht über den Boden bis zu deinen Füßen. Du spürst sie wie einen Finger, der dich sanft, aber bestimmt ins Leben zurückholt. Du setzt deine Füße in den Sand. Er ist hart, trocken und noch kalt von der Nacht. Vor deinem Zelt sitzt ein anderer Legionär. Er schärft sein Schwert. Langsame, wiederholte Bewegungen. Das leise Schaben des Metalls ist wie ein eigener Atemzug des Lagers. Funken springen kurz auf, verglühen sofort und verschwinden im ersten grauen Licht des Morgens. Er nickt dir zu. Worte braucht ihr nicht. Ihr seid beide Teil derselben Maschine, eures Reiches, eurer Pflicht. Du schnallst die Rüstung an. Das Metall ist kühl, zieht dich nach unten, legt sich mit einem vertrauten Gewicht auf deine Schultern. Jede Spange, jede Schließe, jeder Lederriemen sitzt fest. Mit jeder Bewegung wird die Rüstung zu einem Teil von dir, fast wie eine zweite Haut. Eine, die dich schützt, aber dich auch fordert. Draußen ist der Himmel grau. Ein dünner Streifen Licht legt sich über den Horizont. Das Lager erwacht. Du hörst Husten, leise Gespräche, das Scharren von Sandalen. Rüstungen klirren. Jemand flucht leise, weil ein Lederband gerissen ist. Ein anderer gießt Wasser aus einem Krug. Ein Pferd wiehert in der Ferne. Und über all dem liegt ein feiner Geruch von Rauch, der aus der kleinen Küche am Rand des Lagers aufsteigt. Sie kochen Brei. Hafer, Wasser, ein wenig Salz. Es riecht nicht köstlich, aber warm. Und heute ist Wärme alles. Ein Offizier geht an dir vorbei.
Seine Schritte sind hart, fast wie Schläge auf den Boden. Du richtest dich auf, senkst den Blick leicht, aus Respekt, nicht aus Angst. Er mustert die Reihe der Zelte, die Männer darin, das frühe Chaos und die entstehende Ordnung. Dann verschwindet er im Nebel. Du trittst nach draußen. Die Luft ist klarer als im Zelt, aber genauso kalt. Vor dir breitet sich das Lager aus Reihen von Zelten, geordnet wie Linien auf einem Pergament. Zwischen ihnen schmale Wege, getreten von hunderten Füßen. Die Holzbalken der Palisade ragen fest und stumm in die düstere Luft. Dort oben stehen Wachen, Silhouetten, die wie Statuen wirken. Etwas weiter hinten siehst du das Hauptzelt des Centurios. Eine Fackel brennt davor, ihr Licht tanzt im Wind. Ein Legionär kommt mit einem Eimer Wasser vorbei. Er nickt dir im Vorbeigehen zu. Sein Atem steigt in weißen Wolken nach oben. Er wirkt erschöpft. Wahrscheinlich hatte er Nachtdienst. Der Sand unter deinen Füßen ist kalt. Aber du weißt, dass er in wenigen Stunden brennen wird. Unter der Sonne, die erbarmungslos auf alles herabfällt. Für einen Moment atmest du tief ein. Der Tag wird lang. Aber du bist bereit. Oder du musst es sein. Der Centurio erscheint. Sein Blick ist scharf, aber ruhig. Er ruft die Männer zur Reihe. Du spürst die Wärme der Körper neben dir, die Müdigkeit, das Ritual. Niemand spricht, niemand klagt. Das Schweigen ist Teil eurer Welt. Der Centurio geht die Reihe entlang. Seine Augen prüfen alles. Die Haltung, die Rüstung, den Schild, den Blick. Sein Blick bleibt einen Moment auf dir. Du hältst stand. Ein winziges Nicken. Genug. Das zweite Horn erklingt. Der Appell beginnt. Ein kurzes Gebet folgt für Schutz, für Ordnung, für das Reich. Dann Stille. Ein schweres, ehrfurchtsvolles Schweigen. Der Marsch beginnt. Du spürst, wie der Boden unter den Stiefeln der Männer bebt. Einer, dann noch einer, dann Hunderte. Ein Rhythmus, der wie ein Herzschlag wirkt. Der Staub steigt auf. Er legt sich auf deine Arme, auf dein Gesicht. Und irgendwann atmest du ihn ein. Wie Luft. Die Sonne steigt. Langsam, unerbittlich. Ihr wandert durch Hügel, durch Wälder, über schmale Pfade, die von Ochsenkarren zerfurcht sind. Am Wegesrand stehen Menschen, Bauern, Frauen mit Krügen, Kinder. Sie starren euch an, die Männer in Metall und Rot, die das Zeichen eines Reiches tragen, das größer ist als ihre Welt. Ein alter Mann neigt den Kopf. Sein Gesicht ist müde. Er hat vieles gesehen, vielleicht zu viel. Aber er weiß, wenn Legionäre vorbeiziehen, ändert sich das Land. Immer. Der Marsch dauert Stunden. Vielleicht weniger, vielleicht mehr. Zeit fühlt sich anders an, wenn jeder Schritt gleich ist. Der Centurio hebt die Hand. Ihr haltet an. Dies ist der Ort. Hier entsteht das neue Lager. Keine Pause, keine Erholung. Jetzt beginnt die Arbeit. Du setzt deinen Schild ab. Er ist schwer. Deine Hände brennen vom Gewicht. Dein Atem ist tief. Aber du machst weiter. Der Boden ist hart, fast steinig. Du nimmst die Hacke. Der erste Schlag reißt den Staub auf. Der zweite schafft eine Furche. Der dritte fühlt sich an, als würdest du in den Boden wachsen. Gräben ausheben, Palisaden setzen, Zelte aufschlagen, Steine schleppen, Holz tragen. Nichts ist leicht, doch kein Legionär erwartet das. Der Schweiß rinnt über deinen Rücken, der Staub klebt daran, bis es aussieht, als wärst du Teil der Erde selbst. Ein junger Rekrut stöhnt leise. Der Centurio sieht ihn. Nur ein Blick und der Rekrut arbeitet weiter. Nicht schneller, nur entschlossener. Der Wind trägt den Geruch von Pinien. Er mischt sich mit Schweiß, mit Erde, mit Holz.
Es ist ein vertrauter Duft, rau ehrlich, strukturiert wie euer Leben. Mittag, Wasser, ein Stück Brot. Hart, trocken, aber es füllt den Magen. Du setzt dich auf einen Stein. Deine Beine pochen, deine Schultern brennen, aber das Gefühl ist ruhig. Ein Gefühl von Ordnung. Der Wind streicht über dein Gesicht. Langsam, wie eine Hand, die beruhigt. Du schließt für einen Moment die Augen. Der Tag ist noch lang, der Weg noch weiter, aber du bist Legionär und dieses Leben ist jetzt deine Welt. Der Nachmittag senkt sich langsam über das Lager. Die Sonne steht noch hoch, aber ihr Licht ist weicher jetzt, als würde sie euch einen Moment der Ruhe schenken. Doch Ruhe gibt es nicht, noch nicht. Der Centurio ruft zum Drill. Du hebst den Gladius. Das Metall fühlt sich warm an. Von der Sonne, von der Arbeit des Tages, von deinen Händen. Der Drill beginnt, sanft, ruhig, doch unaufhaltsam. Schlag, Block, Rückzug, Vorstoß, immer wieder, immer gleich. Der Sand wirbelt auf. Man hört das Klirren der Waffen, das schwere Atmen der Männer, den Rhythmus der Schritte. Die Welt um dich herum verengt sich auf Bewegungen, auf Muskelgedächtnis, auf Disziplin. Der Centurio geht langsam an euch vorbei. Er beobachtet jede Technik, jede Haltung, jedes Zittern. Seine Stimme ist wie ein Stein. Fest, klar, ohne Hast. Haltung halten. Atme ruhig. Wiederholen. Und ihr wiederholt, bis der Arm brennt, bis der Rücken schmerzt, bis die Hände taub werden. Doch niemand klagt, nicht laut. Vielleicht leise in Gedanken, aber nicht in dieser Reihe, nicht hier. Denn ein Legionär ist kein Mann, der fragt, ob er kann, sondern einer, der tut, solange es nötig ist. Als die Sonne sinkt, kehrt eine stille Wärme ins Lager zurück. Ihr sitzt am Feuer. Nicht alle zusammen, kleine Gruppen, wie Inseln im Sand. Das Holz knistert, Funken steigen auf und verschwinden im Abendlicht. Der Geruch des Feuers mischt sich mit Brot, mit Öl, mit dem Leder der Sandalen. Ein Mann flickt seine Riemen, ein anderer reinigt den Schild, ein dritter starrt einfach in die Glut, als könnte er darin seine Heimat sehen. Du sitzt ruhig, deine Hände ruhen, dein Atem wird tiefer, stiller. Das Murmeln der Stimmen wird zu einem Hintergrundgeräusch, wie ein Fluss, der langsam fließt. Du denkst an den Tag, an den Marsch, an die Arbeit, an den Drill. Und irgendwo in dir ist ein leiser Gedanke, dass du stärker bist als gestern und morgen stärker sein wirst als heute. Nicht aus Stolz, sondern weil du es musst. Die Nacht senkt sich langsam über das Land. Dunkelheit fällt wie ein Schleier über die Hügel, über die Wälder, über die Mauern des Lagers. Ein leichter Wind weht durch die Zelte. Man hört das ferne Bellen eines Hundes. Ein Vogel ruft einmal, dann Stille. Nur das Feuer bleibt, glühend, ruhig, wie ein Herzschlag. Du legst dich auf die Pritsche. Das Leinen ist rau, aber warm. Du ziehst die Decke über dich, spürst das Gewicht des Tages. In deinen Muskeln. Dein Atem wird langsamer, deine Gedanken schwerer, der Tag versinkt und du sinkst mit ihm. Stell dir vor, du liegst auf deiner Pritsche und während das Lager zur Ruhe kommt, öffnet sich in deinem Geist eine andere Geschichte. Eine, die jeder Legionär kennt. Eine, die von Mann zu Mann weitergegeben wird. Die Geschichte von Marcus Velius Severus, einem Legionär, der vor vielen Jahren lebte. Ein Mann wie du, wie jeder in diesem Lager.
Doch seine Geschichte ist länger, tiefer, älter als die meisten. Markus begann sein Leben nicht als Soldat, sondern als einfacher Bauernsohn. Die Luft seiner Heimat roch nach Oliven, nach warmem Staub, nach dem Summen der Sommerhitze. Sein Vater war hart, aber gerecht. Seine Mutter sanft, aber stark. Markus wusste schon früh, dass er kein Bauer bleiben würde, dass seine Füße ihn weitertragen würden, als die Felder seiner Kindheit. Eines Tages kam ein Offizier in sein Dorf. Er sprach von Pflicht, von Ehre, von einem Reich, das Männer brauchte. Und Markus meldete sich. 17, jung, stark, aber unerfahren. Der Anfang war schwer, härter als alles, was er kannte. Der Drill, die Märsche, die Rüstung, die Befehle, die Strenge. Doch Markus hatte etwas, das nicht jeder besitzt: Geduld. Er lernte schnell. Er beobachtete. Er tat, was man ihm sagte. Nicht aus Angst, sondern weil er wusste, wer sich an die Ordnung hält, findet seinen Platz. In seiner ersten Schlacht zitterten seine Hände. Nicht vor Feinden, sondern vor der Wucht des eigenen Schildes, der Verantwortung, die auf ihm lag. Die Schilde schlugen zusammen, die Erde bebte. Der Lärm war ohrenbetäubend, doch Markus hielt die Linie. Er wich nicht zurück, nicht einen Schritt. Und als die Schlacht vorbei war, war er ein Mann, den man kannte. Nicht wegen seiner Stärke, sondern wegen seiner Ruhe. Er diente 5 Jahre, dann 10, dann 15. Er sah neue Länder, neue Gesichter, neue Sonnen. Er marschierte durch Regen, durch Wüste, durch Schnee. Er baute Lager, schützte Grenzen, führte junge Rekruten. Und eines Tages stand er selbst als Centurio vor einer Reihe junger Männer. Seine Stimme war ruhig, aber fest. »Ihr seid Legionäre«, sagte er. »Nicht, weil ihr stark seid, sondern weil ihr bleibt. Ein Tag, jede Stunde, einen Atemzug.« Die Männer hörten ihm zu, wie du jetzt, still, atmend, voller Gedanken. Markus starb nicht im Kampf, nicht auf dem Feld, nicht im Feuer der Schlacht. Er starb an einem ruhigen Abend. In seinem Zelt, der Wind wehte mild, das Feuer glomm, und die Männer wussten, ein guter Legionär geht nicht mit Gewalt, er geht mit einem letzten ruhigen Atemzug. Und die Geschichte blieb, wurde weitererzählt, wurde Teil des Lagers, so wie du jetzt Teil bist, dieser langen, stillen Linie von Männern, die den gleichen Weg gingen. Du atmest tief ein, der Wind streicht sanft durch das Dunkel deiner Gedanken. Du spürst das Feuer, das irgendwo im Lager brennt. Die Nacht liegt über allem, schwer, schützend, beruhigend. Und du weißt, dies ist erst der Anfang. Die Nacht liegt wie ein dunkler Mantel über dem Lager. Die Sterne hängen tief, flimmern über den Zelten, über den Schildern, über den Wegen aus festgetretenem Sand. Du liegst auf deiner Pritsche, doch der Schlaf kommt langsam. Dein Atem ist ruhig, gleichmäßig. Die Geräusche der Nacht weben ein leises Lied. Ein vereinzelter Schritt eines Wachpostens. Das leise Knistern einer Fackel. Der Wind, der durch die Holzpfähle der Palisade zieht. Und während du lauschst, öffnet sich eine andere Welt. Eine, die älter ist als das Reich selbst. Stell dir vor, du stehst im Morgengrauen auf. Die Luft ist noch kühler als gestern. Dein Atem bildet kleine Wolken. Der Boden ist hart, fast wie Stein. Doch heute ist etwas anders. Heute gehst du nicht zum Drill, nicht zum Marsch, nicht zu den Wachen. Heute begleitet ihr den Priester, den Legionsaugur, ein Mann in dunkler Robe. Leise Schritte, stille Augen, ein Gesicht, das mehr gesehen hat als die meisten Legionäre.
Er ruft euch zusammen. Nicht laut, nur ein Handzeichen. Einige Männer folgen ihm, du unter ihnen. Ihr verlasst das Lager. Durch die kleine Seitentür. Hinter euch bleibt das Geräusch der Legion. Vor euch liegt der Wald. Der Wind bewegt die Kronen, flüstert durch die Zweige, als wüsste er bereits, was euch erwartet. Der Augur bleibt stehen, auf einer kleinen Lichtung. Der Boden ist weich, Moos bedeckt Steine. Ein Vogel ruft fern, ein anderer antwortet. Der Priester hebt eine Hand, er spricht ein leises Gebet, etwas Altlateinisches. Die Worte sind alt wie aus einer anderen Zeit. Dann breitet er ein Tuch aus. Darauf liegen Knochen, Federn, ein Messer aus Bronze und ein kleiner Becher aus schwarzem Ton. Die Männer atmen ruhig. Niemand spricht. Der Augur wendet sich dir zu. Seine Augen sind ruhig, fast traurig. Kein Marsch, kein Schwert, kein Schild entscheidet das Schicksal einer Legion, sagt er leise, sondern die Zeichen. Er hebt den Blick zum Himmel. Die Wolken ziehen langsam, als folgten sie einer unsichtbaren Ordnung. Dann zeigt er auf einen Vogel, der über euch kreist. Langsam, Kreis um Kreis. Der Priester nickt. Seine Stimme ist kaum ein Flüstern. Das Reich lebt weiter. Die Männer neigen die Köpfe. Auch du. Etwas in dir fühlt sich leichter an, als hätte die Welt für einen Moment die Spannung gelöst. Auf dem Rückweg geht ihr schweigend. Der Wald wirkt anders jetzt. Größer, tiefer, älter. Du hörst die Blätter unter deinen Füßen. Du fühlst die feuchte Erde. Die Luft ist frisch und jeder Atemzug füllt deine Brust mit Ruhe für einen Moment. Vergisst du die Rüstung, die Pflicht, den Marsch und spürst nur eines. Du bist Teil von etwas viel Größerem als einem Heer. Zurück im Lager kehrt der Alltag zurück. Doch in dir klingt etwas nach, ein leiser Nachhall. Wie ein Faden, der dich mit der Vergangenheit verbindet. Die Männer bereiten das Abendessen vor. Ein Topf über dem Feuer, Linsen, Wasser, etwas Salz, mehr nicht. Doch es reicht. Du setzt dich dazu, wärmst deine Hände am Feuer, spürst die Wärme, die dich langsam bis ins Herz erreicht. Die Männer sprechen ruhig, nicht laut, nicht hastig. Einer erzählt von seiner Familie, eine Frau, 2 Kinder, ein anderer spricht von einem Händler an der Grenze des Reiches, der Glas aus fernen Ländern verkaufte. Jeder Satz ist wie ein Funke, klein, leise, warm. Der Himmel wird dunkler, die Sterne heller. Und mit jeder Minute wird das Lager stiller. Die Feuer werden zu Glut, die Männer zu Schatten, die Stimmen zu Atemzügen. Der Wind trägt ein fernes Geräusch. Vielleicht ein Fluss. Vielleicht ein Tier. Und irgendwo, weit weg, läutet eine Glocke. Ein dunkler, tiefer Ton. Wie der Herzschlag einer Welt, die niemals schläft. Später in der Nacht wirst du geweckt. Nicht durch Lärm, sondern durch ein leises Wort. Der Optio ruft dich. Er bittet dich, den Centurio zu begleiten. Du stehst auf, langsam, bedächtig. Deine Knochen knacken. Die Luft ist kühl. Der Mond hängt über dem Lager. Silbern, ruhig. Du folgst dem Optio zu einem großen Zelt. Das Zelt des Centurio. Er sitzt an einem Tisch aus dunklem Holz. Eine Öllampe brennt. Ihr Licht flackert. Über Karten, über Schriftrollen, über ein offenes Wachssiegel. Sein Gesicht ist ernst, nicht hart, nur müde, sehr müde. Er deutet auf einen Stuhl. Du setzt dich. Eine lange Stille. Dann schaut er dich an. Du hast deinen Dienst getan, sagt er leise. Ruhig, verlässlich, stark.
Er schiebt dir eine Schale Wasser zu. Du trinkst. Langsam. Dann zeigt er auf die Karte. Linien, Wege, Grenzen. Morgen marschieren wir weiter. Weiter nach Norden. In ein Land, das nicht unsere Sprache spricht, nicht unsere Götter kennt, nicht unsere Wege. Er legt die Hand flach auf die Karte. Aber wir müssen gehen, weil das Reich es verlangt. Sein Blick ist schwer, nicht aus Angst, sondern aus Verantwortung. Macht ist kein Schild, sagt er leise. Macht ist eine Last. Er sieht dich an. Lange. Denk daran. Dann entlässt er dich. Du trittst wieder hinaus. In die Nacht. Der Wind ist kälter jetzt. Die Sterne schärfer. Der Mond tiefer. Du gehst langsam zum Zelt zurück. Jeder Schritt klingt. Ein wenig lauter als sonst. Du legst dich hin. Die Decke ist warm. Das Kissen hart. Doch dein Atem wird ruhig. Deine Gedanken schwer. Die Welt sanft. Der Wind trägt jetzt. Nur noch leise Geräusche. Das Glimmen eines Feuers. Das Schnarchen eines Soldaten. Das Flüstern der Nacht. Du spürst deinen Körper erschöpft. Warm, schwer. Du spürst deinen Atem. Langsam, weich. Du hörst den Rhythmus der Legion. Tief, gleichmäßig. Und dann nur Stille. Die Stille eines alten Reiches. Die Stille eines langen Tages. Die Stille einer Welt, in der jeder Mann seinen Platz kannte. Die Stille, die dich trägt. Stell dir vor, du liegst wieder auf deiner Pritsche. Der Wind streicht über das Zelt. Der Duft des Feuers liegt in der Luft. Die Sterne wachen über dir. Du bist Teil dieser Welt, einer alten, ruhigen, zeitlosen Welt. Dein Atem wird weicher, deine Gedanken leichter. Die Müdigkeit schließt langsam ihre Hände um dich und du weißt, du wirst schlafen, tief, sanft, sicher, denn selbst ein Legionär braucht Ruhe. Und die Nacht nimmt dich in ihre Arme. Schlafe gut, schlafe tief und träume von einer Welt, in der der Wind alte Lieder singt und das Feuer niemals ganz erlischt.